Da ist er, 2019er Update der 3008, ein SUV des B-Segmentes, glaube ich. Ja. Und hier haben wir ein C-Segment-SUV, nämlich der 5008. Sie sind unglaublich gleich, muss man sagen. Also die Plattform ist eigentlich beim 5008 nur verlängert. Hier ist Stefan Konz. Grüß dich, Stefan. Hallo, guten Tag. Stimmt das? Das ist wahr. Sind sie unheimlich gleich und B sind sie unheimlich erfolgreich, die beiden. Also sind momentan europaweit Marktführer in diesem Segment oder in diesen Segmenten. Warum? Was denkst du? Also die Nachfragesituation europaweit gesehen ist momentan auf einem sehr hohen Niveau, weil es viele Nationen gibt, die sich keine eigene Autoindustrie leisten. Dementsprechend ist es vielleicht so, dass die Nachfragesituation europaweit auf einem sehr hohen Niveau ist, weil der Kunde sich dann aussucht, was am besten zu ihm passt und was auch von der Preis-Leistung vielleicht passt. Wir haben am Anfang das Video gedreht über den 3008, als er kam, vor knapp 3 Jahren, stimmt das? Ja, das ist korrekt. So lange ist das her. Da haben wir das erste Video gedreht und du warst so hellauf begeistert, jetzt muss man ja sagen, so als Automobilhändler oder als Automobilverkäufer, irgendwann lässt auch die Begeisterung nach. Ich zeig mal deinen Schreibtisch, der ist da steht auch meine Drehtasche drauf und da ist das Auto. Wenn du tagtäglich mit dieser schönen Braut praktisch Seite an Seite bist, ja, dann kannst du vielleicht gar nicht mehr so nachempfinden, was Leute fühlen, die das Auto zum ersten Mal sehen, oder geht das noch? Das geht immer noch, weil ich fahre den auch selber. Also jetzt als 3008 Variante und das ist einfach ein tolles Auto, muss man fairerweise sagen. So, bevor wir auf die ganzen technischen Sachen eingehen, die kann man ja zu Genüge nachlesen, sage ich mal, direkt die Frage, für wen ist zum Beispiel der 5008? Was ist so eine typische Anwendung? Sportlich? Ganz klassisch Familie mit mehr als 2 Kindern, sage ich mal. Platzangebot, Hundtransport, freizeitorientiert, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also, sehr schick, man kann aber damit auch zu einer Vorstandssitzung fahren? Natürlich. Also weil so von der Linie ist er trotzdem sehr schön oder sehr gelungen. Ne? Also hat dieses klassische SUV, diesen SUV-Touch. Was auch toll ist hier, die Beplankung an der Seite, haben sich ja viele nicht mehr getraut. Aber das macht Sinn, das ist richtig, da kann man gegenspringen, da ist kein Blech, was man direkt beschädigt. Das kann man machen, also es hat so ein bisschen Offroad-Touch dadurch, das Ganze. Und es sieht trotzdem edel aus, weil er noch die Chromleiste jetzt hier integriert hat, also das ist schon ganz gut geworden. Europas, ich sag mal, erfolgreichster SUV in dem Segment, ja, ist aber nicht ganz billig. Nee, aber das sind alle nicht in dieser Fahrzeugklasse. Also alles, was SUV ist, wo SUV irgendwie dran steht, ist momentan nicht günstig zu erhalten. Das muss man wirklich sagen. Muss man auch sagen, in der Produktqualität, also wenn ich jetzt hier gleich mal reingehe, wir werden uns das Auto nochmal kurz von innen angucken. Hat sich viel getan, so modellpflegemäßig, oder ist das immer noch das Modell, was wir gesehen haben vor 2, 3 Jahren? Ja, also er hat technische Feinerungen bekommen, aber so vom Großen und Ganzen ist er optisch noch so, wie er war, weil er halt, wie gesagt, super erfolgreich ist. Also es gab jetzt keinen Bedarf da in der Richtung, was zu machen. Er wird aber wohl in den nächsten 1 bis 2 Jahren in die Modellpflege reinlaufen, weil das einfach der Zahn der Zeit ist. Aber wahrscheinlich auch dezent. Also was unglaublich scharf bei dem hier aussieht, das muss ich ja mal sagen, das hat man damals nicht. Das ist diese Zweifarbigkeit von hinten. Also er sieht unvorstellbar geil aus. Ja, guck mal, das Schwarze mit dem hinten oben. Also das ist modellabhängig. Ich kann im Endeffekt dieses schwarze Dach also optional dazu kaufen. Bei dem Auto ist es jetzt praktisch Serie, weil es ein GT-Line ist. Ja. Da ist das Dach immer schwarz gehalten. Die Skibox ist übrigens optional, also sie muss nicht mitgeliefert werden. Ja. Und wie gesagt, also es ist halt immer dann diese Zweifarbigkeit. Es gibt halt einige Kunden, die sich das Auto in schwarz konfigurieren. Dann fehlt ihm so ein bisschen was, weil er halt diesen Kontrast nicht hat. Das ist unglaublich sportlich, also viel geduckter, nicht so... Genau. Richtig, es sieht ein bisschen gedrungener aus, ein bisschen sportiver und innen drin habe ich trotzdem den gleichen Platz. Also das ist schon ganz toll. Ja, Platz ist das große Thema. Mach mal hinten bitte auf, dass wir mal reingucken können, denn das Allerentscheidende ist natürlich, jetzt habe ich ein Mountainbike, die Frage ist, ein 7-Sitzer. Genau, den haben wir jetzt mal aufgeklappt, den einen Sitz, mal um zu zeigen, also dass man trotzdem noch Staufläche hätte. Den kann man aber auch ganz normal versenken oder auch komplett rausnehmen. Das Schöne ist immer, wenn ich sowas sage, dann sage ich immer, Stefan, mach mal runter. Oft klappt das. Nee, ist ganz einfach. Das heißt, einfach am roten Griff ziehen, zumachen, Ende. Fertig. Das war's. Mir ist das nicht. Ne?
Im Prinzip üben wie beim Kinderwagen so ein bisschen, ein, zwei Mal, wenn man den hat und dann klappt das schon. Ein einfacher Mechanismus, da ziehe ich einfach am Bändchen, einmal entweder am schwarzen oder einmal am roten und dann ist er wieder weg. Genau, wenn du mal Südbiss nochmal aufmachst, dass man das mal sieht, weil das wird für viele auch interessant sein. Echter Siebensitzer mit drin, aber so genial versteckt. Jetzt sind die Sitze natürlich wahrscheinlich bretthart wie beim Lada. War ein Scherz. War ein Scherz, gerade nochmal geklappt hier. Nee, aber grundsätzlich ist das ja ein Sitz, mit dem man klarkommen kann. Also es ist natürlich kein komfortabler Erstreihensitz. Das muss man Ist jetzt auch nicht gedacht für Leute, die 1,90 Meter sind. Genau, oder? dafür ist er auch nicht gedacht. Da geht es jetzt erstmal eher mal darum, so nach dem Sport vielleicht noch die Kids noch 2 zusätzliche mitzunehmen, nach dem Fußball oder so. Es geht um kleinere Personen, um Kinder. Genau, die haben alle 3-Punkt-Gurt, keinen Notsitz. Genau, ist also Okay, 3 sind sicher. Punkt, genau, und sind sicher. Und trotzdem habe ich noch Platz. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier zumache, habe ich noch Platz für Gepäck, Fußbälle. Jetzt bestimmt nicht für den großen Spanienurlaub. Also da würde ich die Dachbox dann eher doch mitkaufen. Genau, dafür ist es auch nicht gedacht. Also wie gesagt, vom Grundsatz her ist das jetzt praktisch so eine Übergangslösung, um mal vielleicht 50 Kilometer zu fahren. Also das ist kein Thema. Das geht auch wunderbar. Alles, was darüber hinausgeht, sollte man sich dann überlegen, ob das wirklich dann von Platz her oder vom Komfort her noch so okay ist. So, wenn du mal so nett bist, hinten aufmachst. Gucken wir da auch mal rein. So, das ist da natürlich, das sind vollwertige Sitze. Das sind vollwertige Sitze, die sind auf der Schienennummer verstellbar. Also die kann man hier verschieben. Ach so, einige Zentimeter. wie beim Traveler. Genau, also man kann ihn praktisch hier ein Stück vorziehen. Ach, dass man hinten noch gut reinkommt, gell? verstellen. Das wäre jetzt praktisch die Sitzposition, damit der hinten Sitzende ein bisschen mehr Fußraum hat. Ich zeige das mal gerade. Also das ist jetzt ein bisschen vor. In dem Moment habe ich jetzt hier auch richtig Fußraum. Ja. Diesen Abstand. Ich kriege auch die Füße runter, weil da eine Stufe einen Höhenversatz drin ist. Ah, okay. Ich habe mich eben schon gefragt, wie die da reinkommen. Das heißt, in dem Moment, wenn der 7. Sitz da ist, kann ich das ziehen. Kann ich die Lehne... Einsteigen tut er so. Also ich klappe dann praktisch den Sitz komplett um. Dann kann er hier rüber einsteigen. drüber klettern. Also Oder schon... Okay. Alternativ kann man hier auch ziehen und dann rutscht der Sitz nach vorne. Warte mal kurz, das muss ich einmal kurz sagen, weil das Licht ist sehr, sehr hell im Moment. Wenn du das bitte nochmal machst, ich versuche mal von oben hier drauf zu halten. Also ich fahre nochmal zurück in die Ausgangsposition. Ja. So würde er normal stehen. Dann kann ich ihn weiter nach hinten verbringen. Okay, das wäre jetzt die Augenblick, kurzen ist die Augenblick. Basis. Das ist die Basis, wenn ich jetzt mit, ich sag mal, 5 Leuten fahre. Genau. Den kann ich dann auch noch in der Neigung verstellen, wenn ich das wollte, jetzt mit 5 Personen. Dann kann ich ihn also auch nochmal neigen, den Sitz. Ja. Ansonsten steht er praktisch hier in dieser Basisposition. Dann greife ich hier oben in diese Griffschale rein und ziehe den Sitz nach vorne. Ah, das heißt, ich Dann brauche kann nur der- oben rein. Ich muss nicht unten irgendwas ziehen. Gar nichts. Wird komplett Gar nichts. entriegelt. Genau, wird komplett entriegelt und geht dann komplett nach vorne mit einer anderen Neigung. Und dann brauche ich auch nicht mehr drüber klettern. Dann können die Leute hinten sogar ganz bequem einsteigen. Gibt es hier eine Größenbeschränkung eingetragen im Fahrzeugschein? Nee. Nee, ist nichts. Also es ist halt letztendlich geregelt durch die Kopffreiheit, die vorhanden ist, aber die Kopfstütze ist also sehr weit herausziehbar. Ah, warte mal kurz. Ah, guck mal da. Gut, also da werde ich dich jetzt wirklich nicht bitten einzusteigen. Man hätte auch normalerweise nicht, muss man sagen, die Ablage hinten drin, die Abdeckung, sondern die wird man vorher rausnehmen. Ich wollte gerade sagen, ich würde ja gerne einsteigen, aber es geht leider nicht, weil die Gepäckraumabdeckung drin ist. Pech gehabt, ich. Okay. Nee, aber wie gesagt, so ist es normalerweise. Ich würde dann dieses Rollo rausnehmen und dann kann man halt ganz bequem nach hinten einsteigen als Kind, Heranwachsender, sag ich mal. Sag mal, du hast schon ein paar verkauft. Was sagen die Familien, die Die das sind bauen? hellauf begeistert, weil es ist ja eine Lösung, die jetzt nicht immer genutzt wird. Im Endeffekt ist es so, die Sitze kann man mitkaufen, wenn man das möchte, kostet 800 € für die beiden. Man kann es aber auch komplett rausnehmen. Also, Und sie bleiben auch immer drin. Das ist richtig Ja, klar, cool, wenn ich das klar, will. natürlich. Stören nicht, hab Nee. sie da. wenn ich jetzt wirklich in Urlaub fahre mit 4 Personen und ich weiß, ich brauche auf dieser Fahrt nicht mehr Personenunterbringung, dann gehe ich hin, hole die Sitze komplett raus vor der Urlaubsfahrt. Dann habe ich A, das Gepäck gespart und B, habe ich mehr Stauraum. Geht auch. Na, dann geht man einfach hin, klappt den Sitz wieder runter, baut den wieder hier rein und kann ihn auch komplett rausnehmen. Du, wenn es mir nicht gesagt hättest, der eine sitzt nicht draußen, ich hätte es nicht gewusst, zumal, wenn du mal bitte zumachst, wenn es zu ist, und das ist auch eine Besonderheit, absolut ebene Kante. Also ich habe hier kein Problem, dass ich irgendwie aus dem Kreuz raus einen Kasten rausheben muss oder so irgendwas, sondern es ist absolut eben. Und was auch toll ist, hier ist nochmal so aus einem Edelstahl-Aluminium-Look nochmal dann für die Teile, die am liebsten gerne beschädigt werden, weil das war das erste übrigens, wo mein Sohn sich draufstellt, ist immer hinten drauf. klar. Ist da. Gut, wir gehen mal vorne rein. Dann, also alles das, was wir jetzt sehen, vorne, das ist im 3008 identisch. Das Cockpit ist gleich. Genau, sagt er so. Dann können wir nämlich das Auto einfach mal zeigen. Und
Das gilt dann auch stellvertretend hier drüben für den kleinen Bruder, den 3008. Von der Länge her ist der viel länger? Das macht in der Praxis um die 35 cm aus. Also gar nicht so viel. Nee. Aber ist mehr wie man denkt. Wenn man 40 cm denkt man, ist nicht viel, aber es macht in der Praxis schon mal... In der Praxis macht es einiges aus, weil das geht ab der B-Säule praktisch los. Also da sind die Türen länger, die Rückbank ist größer, dementsprechend ist auch der Kofferraum ein bisschen größer. Also er hat halt mehr Variabilitäten. So, also auch hier dominant. Die Wahlhebel, die sind jetzt nicht im Display, sondern ich habe hier unten Wahlhebel jeweils für die Funktion vom Display. Genau, ich habe also direkt Vorwahltasten für die Menüs, für die Untermenüs, also ob das jetzt Radio, Navigation, dementsprechend Telefonfunktion, Konnektivität ist. Also muss man halt gucken, was man dann halt dementsprechend anwählen will. Ich gehe also praktisch hier auf diese Klaviatur und dann erscheint da oben dann das dementsprechende Untermenü. Das Navigationssystem mit drin. Das war ja, als es rauskam, vor 3 Jahren, war das schon eine Revolution. Auch das Cockpit ist neue. Ja, also mittlerweile extrem gut angenommen. Auch diese Kompaktheit von dem Lenkrad in Verbindung mit dem hochstehenden Display wird vom Kunden extrem angenommen. Also am Anfang... Drüber gucken, gell? Ja, klar. Am Anfang hieß es immer so, weiß nicht. Und dann muss man mal gucken, ob man damit klarkommt und so. Die Leute fahren mit dem Auto Probe, kommen zurück und sagen, cool, das ist es. Ne? Also das ist halt immer so eine Sache der Gewohnheit im Endeffekt. Aber auch so Kleinigkeiten. Ich habe hier hinten direkt mal alle 7 Sitze, kann sehen, bin ich jetzt angegurtet oder nicht, sogar hinten. Das ist richtig cool. Ich brauche es nicht zu fragen, Dennis, bist du angegurtet? Genau, richtig. Ich sehe es. Genau, man sieht es direkt, also weil man hat hier halt dann, wie gesagt, die Kennung drin. Der überprüft das halt dann. Wenn du mal so nett bist, dich mal anschnallst, dann müsste auch die Lampe ausgehen. Das ist wie bei den Kegeln. Ja, ist aus. Mensch, also es hat funktioniert. Ja. Das ist ja sowieso Automotive, wenn da irgendwas nicht geht. Es sind ja heute Bussysteme mit allem drum und dran, da habt ihr schon ein Problem. Aber es funktioniert erstaunlich gut, oder? Trotz der ganzen Technik. Da sind wir auch oftmals überrascht, jetzt nicht weil es Peugeot ist, sondern allgemein, weil so viel Komplexität aufeinander kommt, das ist echt manchmal gar nicht mehr zu erfassen, was so ein Auto alles kann. Das wird ja teilweise noch extremer, wenn man jetzt nachher noch einen 508 sieht, so alternativ. Dann gibt es ja da wirklich noch Stufen darüber, ne, die noch verfeilter oder noch stärker ausgebaut sind. Also was stark ist die Nachtoptik. Also ich bin mit Björn ja mal gefahren nachts zur Top-Party nach Merzig, hatte ein bisschen mehr Zeit, mir das Auto mal anzugucken. Da waren so Kleinigkeiten wie Duftspender, die man aktivieren kann. Ist der hier drin? Ja, also Duftspender ist abhängig von der Ausstattungslinie. Ich muss mal gerade gucken, ob es jetzt hier mit inkludiert ist. Er hat es, ja, er hat es. Also hier ist die Patrone seitlich drin. Da ist wie so eine Druckerpatrone. Ist wie eine Druckerpatrone, es sind 3 Düfte hinterlegt und die kann man dann halt hier über Direktwahl anwählen dementsprechend. Echt? Ja. Schade, dass wir keinen Geruchsfall. Da darf ich mal riechen? Hier. Das heißt, du wählst sie an, du kannst 3 verschiedene Düfte wählen. Genau, ich kann die Intensität wählen und ich kann halt die Art des Duftes wählen. Also Okay, das hält auch relativ lang. das hält auch relativ lange und ist dann halt auch nochmal austauschbar im Bedarfsfall. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und die wähle ich dann über das Menü. Mach mal an, das Menü. Ist es schwer zu finden? Ganz simpel, erzähl. Was hast du gemacht? Da war es nämlich schon. Ja. Also man geht hier auf die Einstellungen bei Ambiente und kann dann dementsprechend die Duftauswahl machen. Die kann man dann halt in der Intensität einstellen und man kann halt dann im Endeffekt Harmony Wood, Cosmic Queer, Leder und Aerodrive. Und da kann ich Ihnen sagen, Leichtmittel und stark. Und wir hatten das mal ausprobiert, die Mädels saßen hinten drin. Es war sehr angenehm. Also es ist nicht so dieses Tankstellen. Genau, ist also super dezent, es ist auch kein Vanillebaum irgendwie was in der Richtung, ist also wirklich zurückhaltend und man kann es nutzen, man muss es aber nicht. Das ist also hier frei wählbar. So eine Kannsache. Aber es ist eine nette Spielerei, wenn ich mal dem Nachbarn zeige. Was total cool ist, der Schalthebel, der hat mich schon von Anfang an fasziniert. Das Ding ist einfach nur von der Haptik her obendrauf so ein bisschen Leder, Start-Stopp-Automatik, sehr aufgeräumt. Also man glaubt gar nicht, dass man im Peugeot sitzt. Ja? Es könnte auch ein Ferrari Testarossa sein mit allem drum und dran. Nee, sehr edel, oder? Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich alles so von der Formensprache her super gelungen. Peugeot achtet da auch schon seit Jahren drauf. Ne? Guck mal hier, das Grau, kommt schon gut. das Grau mit dem Silber. Ja, dieses Pfeffer und Salz, wie man es nennt. Ne? Also dieser Stoff hier, der so reingezogen ist, das ist schon ganz schick geworden. Es gibt Das ist aber alles Automotive, kann ich abwaschen, kann ich drüber fahren. Also es ist kein Stoff, der dreckig wird. Genau. Also auch von Testern her kam das richtig gut an, weil es relativ unempfindlich ist, auch aufgrund der Farbgebung und auch halt mal was anderes ist. Also die meisten machen ja irgendwie eine Alublende rein, die dann doch irgendwie aus Kunststoff ist. Und bei Peugeot geht man da jetzt vielleicht ein bisschen andere Wege.
Also auch was recycelbar ist irgendwo. Ne? Also jetzt nicht irgendwie Kunststoffteile, die man dann halt sowieso zur Genüge im Auto drin hat. Ja gut, das ist ja immer mehr am Kommen. Also Thema Abgasnormen. Ich habe letztes Mal einen Bericht gesehen, da haben sie ein deutsches Auto unter reellen Bedingungen getestet. Der hatte dann irgendwie 860 Milligramm und dann haben sie dann einen Cut reingemacht mit AdBlue und hat die Kiste nur 170, 180 Milligramm gehabt. Ja. Und das ist aber hier so, ihr habt alle AdBlue, ihr habt alle D6 Temp, ihr unterschreitet diese 270 Milligramm locker. Ja, also wir haben im Benzinerbereich auch die Partikelfilter nochmal mit bei. Wir haben diese Euro 6D Temp-Normen, wir haben die WLTP-Prüfung haben wir hinter uns und Peugeot, wie gesagt, ist zu 100% zertifiziert mit den Fahrzeugen. Also wir wollten jetzt nicht jede Funktion mit allem zeigen, also nur mal so ein Überblick. Also hier absolute High-End-Klasse. Innen drin fühlt sich das Auto an, also wirklich Luxus, oder? Jo, also er fühlt sich gut an, er fühlt sich auch beim Fahren gut an und es ist auch für viele Kunden, die jetzt aus dem Fremdfabrikatsbereich kommen, überraschend, wie sich das Auto anfühlt. Ja, weil das eine ist ja immer das Preisschild und das andere ist dann immer so das Gefühl dazu. Warte, ich zeig das mal. Ich komme mal kurz auf deine Seite, wie du da sitzt, denn das muss man dann nämlich auch mal sehen. Wie ist der Fahrkomfort und der Sitzkomfort? Und jetzt haben wir das Glück, der Stefan ist ein bisschen größer, der ist knapp 1,90 und du fährst den ja auch selber. So, oben ist die Kopffreiheit, da geht noch richtig was. Also da ist noch richtig was da. Ich habe auch kein Angstgefühl, irgendwie zu eng. Gar nicht. Gar nicht. Also man hat hier dieses umschlossene Gefühl hat man sowieso, weil halt dieser Mitteltunnel relativ breit aufbaut. Stimmt, da ist ein riesen Mitteltunnel. Dass er hier halt noch ein sehr großes Staufach hat, das gekühlt ist. Hat aber keinen Heckantrieb. Hat keinen Heckantrieb, hat einen Frontantrieb, aber hier habe ich dann halt nochmal die Möglichkeit, Getränke zu kühlen. Ach, die sind doch kühl. Ja, die sind auch kühl, genau. Okay. Das heißt, ich brauche keine Kühlbox während der Fahrt. Der hält die auch drin. Habe ich in der Mitte. Der Vorteil ist auch, dass die hinteren Leute drankommen. Das heißt, fährt die Mama wirklich mal mit den Kindern hinten, kommt auch an die Getränke dran. Genau. Also auch die Kinder hätten Zugriff praktisch von der Seite, wenn sie sich den abschnallen würden. So, dann komm noch mal kurz raus, Stefan. Dann zeige ich nämlich noch mal kurz die Länge. Also er wirkt noch mal ein gutes Stück kompakter, trotz der knapp 40 Zentimeter. Das macht viel aus. Hier mal diese Farbkombi, aber auch, gut, der ist jetzt frisch gewaschen. Schwarz wird ein bisschen schneller dreckig, ne? Das ist wahr, aber weiß ist auch nur in dem Zusammenhang eine undankbare Farbe. Muss man weiß auch nicht, oder? Ja, weiß. Also weiß und schwarz sind so die beiden Worst Cases, die wir haben können. Guck mal hier oben, das ist poliertes Edelstahl / Aluminium, egal was. Genau, ist ein Alu cool. Ist das, und das sieht schon ganz gut aus, muss man sagen. So, seiner Zeit voraus. Jetzt mal eine Frage, als der rauskam, es gibt ja unglaublich viele SUVs, die jetzt auf einmal so ähnlich aussehen wie der 3008, die von anderen Herstellern. Das stimmt. Ist das so ein bisschen das Vorbild gewesen? Kann man schlecht sagen. Also er hat mit Sicherheit auch Anleihen von anderen Herstellern mitbekommen. Das muss man fairerweise zugeben, weil das Auto wird ja nicht neu erfunden in dem Zusammenhang. Ja. Dieses SUV-Thema wird halt immer wieder neu aufgespielt und aufgekocht in Anführungsstrichen, aber wir haben es halt wirklich super umgesetzt. Also das muss man wirklich sagen. Und der Markt nimmt es auch wirklich an. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ist schön, aber er stirbt in Schönheit und keiner kauft ihn, sondern es ist genau andersrum. Also wir haben momentan echt Nachfragen, die sind eigentlich höher als das, was bedient werden kann. Guck mal von hinten, wenn du drauf guckst, er sieht so bullig aus, so GT, so unglaublich sportlich. Also das ist jetzt hier aber auch der Top-Variante geschuldet. Es ist einfach die GT-Variante. Hat also hinten auch diese angedeuteten Auspuffendrohre, die hat er jetzt auch. Ja, das sind immer keine Auspuffrohre, ne? Ja, klar. Aber er hat auch die größere Bereifung drauf. Er hat ein bisschen breiteren Kotflügelverlauf. Also von diesen Kotflügelringen. Die sind hier nochmal so ein bisschen aufgestellt. Ah, okay. Hat man hier halt das ist die Sportversion. Genau, hier hat man ein bisschen höheren, also mehr Versatz. Deshalb sieht er auch ein bisschen bulliger aus, wenn ich ihn so von hinten sehe. Ja. Und 19 Zoll steht ihm ja auch nicht schlecht, oder? 19 Zoll ist schön. Es gibt eine Alternative noch mit 18 Zoll. Dann hat er diese Grip-Control-Funktion. Also dieses Umstellen der Vorderachse, damit er halt bei glatten Untergründen halt besser greift. Weil es gibt es geht bei 19 Zoll nicht? Das geht bei 19 Zoll nicht. Also 19 Zoll wäre eine Option dann praktisch. Achso, das merkt er? Es merkt er, ob ein 19 oder 18 Zoll drauf? Das merkt das Auto nicht. Das Problem ist nur, die Allwetterbereifung ist ein 19 Zoll schwieriger zu bekommen, sag mal. Okay. Das heißt, da könnt ihr aber miteinander reden. Das heißt, wenn ich normale Winterreifen brauche, kein Problem. Und das mit dem Grip Control. Aber jetzt mal eine Frage, es gibt ihn auch als Allrad?
Nee, also Peugeot setzt die Fahrzeuge momentan Also weder noch, weder 5008 noch 3008. Genau, aber momentan werden sie aufgesetzt als Fronttriebler. Ja, Ja. und jetzt ist halt im Gespräch, das ist aber noch nicht 100% spruchreif, dass er als Hybrid kommt. Und wenn er in der Hybrid-Variante kommt, wäre es möglich, dass er mit Heckantrieb zusätzlich kommt. Das hatten wir schon mal und das könnten wir eigentlich auch wieder aufleben lassen. Was ist das für ein Leder hier? Das ist ein Nappa. Cool aus mit den Nähten. So AGR-Sitz drin, also er hat also hier auch wieder Alleinstellungsmerkmal, was jetzt viele Hersteller gar nicht haben. Er hat also diese Auflagefläche nochmal verlängerbar, er hat Massagefunktionen drin und solche Geschichten. Also das ist schon wirklich. Ich zeige das mal gerade. Das ist bei dir auch wichtig, du hast lange Beine und da kann man das schön lang machen. Das ist auf Dauer, wenn ich mal 5 Stunden im Auto bin. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Also wie gesagt, auch diese Massagefunktion, die wird auch wieder von Zeit zu Zeit unterbrochen, damit sie nicht permanent da ist, damit der Körper sich nicht dran gewöhnt. Und der Sitz ist, wie gesagt, geprüft. Der hat eine Massage. Ja, der hat eine Massagefunktion und hat auch diese Aktion gesunder Rücken, diese Sitz. Das heißt, ich muss gar nicht mehr aussteigen, ich kann 12 Stunden am Stück komplett durchfahren. ja. Der Tank leer ist. Bis der Tank leer ist. So. Sag mal, die Leute fragen nach Hybrid? Ja, die fragen nach Hybrid. Die Frage ist halt, ob sie ihn letztendlich dann auch kaufen. Aber grundsätzlich die Nachfragesituation ist da. Stefan Konz, wo findet man euch? In Saarbrücken in der Amont-Peugeot-Straße 2 bei der Peugeot Retail in Saarbrücken. Einfach eingeben, Peugeot Saarbrücken, dann kommt ihr schon. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank. Wenn das kommt, ich habe noch ein Auto da als Beispiel, auch kein Thema, Zahlungnahme, all das geht. Finanzierung, Leasing, egal was. Oft sind die Autos im Leasing sehr günstig, muss man sagen. Das muss man sagen, ja. Wir machen auch Kilometerleasing weiterhin, also von der Warte her sind wir da gut aufgestellt. Ja, hier nochmal kurz die Verbrauchswerte, einmal dort und dort. Vielen Dank, Stefan Konz.